Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Du suchst einen neuen Mähroboter für deinen Rasen, du hast nicht mehr als 1000 Quadratmeter, aber keinen Platz für eine RTK-Antenne und du hast auch keine Lust, regelmäßig hinter dem Mähroboter herzurennen und die Ränder nochmal nachzutrimmen, dann schau dir auf jeden Fall das neue Modell von Ecovex an. Der O1200 Leiter Pro braucht nämlich keine RTK-Antenne und die Besonderheit an diesem Modell ist, er hat einen integrierten Seitentrimmer. Dieses Gerät trimmt dir deine Seiten, egal ob da eine Wand ist, egal ob der Fläche ist, das Teil macht es automatisch. Zumindest verspricht es die Werbung. Ich werde diesen Mähroboter auf Herz und Nieren testen und wenn dich interessiert, wie das Ergebnis ausschaut und ob das was für dich wäre, dann bleib auf jeden Fall dran. Kommen wir zum Unboxing. Der Roboter wird in einer großen Kiste geliefert und gleich oben drauf habt ihr eine Schnellinstallation in verschiedenen Sprachen, wo ihr auf einen Blick sofort seht, was zu tun ist. Die Installation dürfte nicht länger als eine Viertelstunde dauern. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr einfach gehalten. Und an Zubehör gibt es auch gar nicht viel dazu. Ihr habt zum einen die Ladestation, an welcher der Roboter ja geladen wird. Ihr habt ein ein Netzteil, um die Ladestation mit Strom zu versorgen. Es gibt die Erdanker mit dazu, um die Ladestation fix im Boden zu verankern. Dazu noch einen Imbusschlüssel, um die einfach reinzuschrauben. Einen Pack an Ersatzklingen ist natürlich auch mit dabei. Ein gedrucktes Handbuch ist mit dabei und natürlich auch der Mähroboter. Und der sieht schon richtig stylisch aus. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das Design fasziniert mich nach wie vor. Und im Vergleich zum A1600, den ich ja letztes Jahr schon testen durfte, der immer noch hier seine Runden dreht, ist der O1200 ein bisschen kleiner, aber er hat die True Edge Funktion hier an der Seite mit dem automatischen Rasentrimmer. Das Teil sieht wie folgt aus. Ihr habt hier die Trimmerschnur, das Teil ist eingefahren, das ist ein Schutzmechanismus. Sobald er auf ein Hindernis tritt, die Stopptaste aktiviert wird oder ein Problem auftritt, stoppt dieser Trimmer sofort, damit niemand und nichts verletzt werden kann. Es gibt die Seitenbürste, um den Rand noch mit zu schonen und ihr habt den Drehteller mit insgesamt 3 Klingen, welcher das Gras ganz normal abschneidet. Auf der Oberseite habt ihr das Bedienfeld, hier mit der 3-Tasten-Symbolik, wie auch schon in den anderen Mähroboter, die große Stopptaste, die beiden Ladekontakte und hier hinten das Dual-Leader-System. Viel mehr gibt es gar nichts dazu, denn viel mehr braucht ihr gar nicht. Roboter, Ladestation, Stromversorgung, mehr ist es einfach nicht. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch aber eine zusätzliche Garage kaufen, also ein Dach, was man hier befestigen kann, um den Roboter bei Wind und Wetter besser zu schützen. Braucht ihr aber grundsätzlich nicht, denn das Gerät ist nach IP6 wasserfest, also das könnt ihr einfach draußen stehen lassen. Ihr könnt zur Reinigung das Gerät sogar direkt mit dem Gartenschlauch auf der Unterseite einfach abspritzen. Ich werde den Roboter nun auf meiner Teststrecke installieren und anschließend in der App einrichten. Die Ladestation vom Ecovex habe ich hier auf meinem Gehweg fix montiert. Direkt daneben seht ihr den kleinen Endbot und noch jede Menge Platz für weitere Modelle. Denn dieses Jahr möchte ich doch ein paar mehr Rasenmäherroboter testen, um euch eine objektive Entscheidungshilfe zu geben, welcher Mähroboter denn der beste für euren Garten ist. Die Ladestation müsst ihr übrigens nicht auf dem Rasen platzieren, sondern sie kann auch abseits stehen in geschützter Bereichen, zum Beispiel am Haus oder unter einem Baum. Solange der Mähroboter eine direkte Zufahrt zu seiner Station hat, ist das gar kein Problem. Die Stromversorgung für das 32-Volt-System erfolgt über das fest montierte Kabel auf der Rückseite. Das dürften gut und gern 5 Meter sein, die hier auf der die an Kabellänge verfügbar sind. Ausgemessen habe ich es allerdings nicht. Und um den Roboter jetzt nutzen zu können, braucht ihr auf jeden Fall die Ecovex App. Die Download-Links für den App Store als auch den Google Play Store platziere ich euch mal unter dem Video in die Beschreibung. Könnt ihr direkt draufklicken und euch die entsprechende App herunterladen. Wenn ihr euch dort ein Kundenkonto angelegt habt, angemeldet seid, könnt ihr über diese App übrigens nicht nur diesen Mähroboter steuern, sondern eben auch jedes Gerät von Ecovex. Egal, ob das jetzt ein Fensterwischroboter ist, ob das jetzt ein Poolroboter, ein Sauger ist, auch der Mähroboter funktioniert alles über diese einzelne App. Finde ich sehr, sehr schön. Nicht für jedes Gerät eine einzelne App, sondern eine App für alles. Um den Roboter in der App anzulernen, gibt es gar nicht viel zu sagen. Ihr startet die App, klickt oben auf Scannen und dann habt ihr hier auf der Rückseite einen QR-Code. Den scanne ich jetzt einfach ein. Mit der Installation des aktuellen Firmware-Updates ist der Roboter nun einsatzbereit und ich kann meine 3 Rasenflächen kartieren. Ich habe die App bereits geöffnet, ich wechsle in den Roboter-Modus hinein und kann nun eine Karte einrichten.
Der Mähroboter kann auch durch Passagen fahren. Zum Beispiel hier durch ist das gar kein Problem. 80 cm ist die Mindestbreite, die er laut Herstellerangaben braucht, um von einer Zone in die nächste zu kommen. Ich habe die ersten beiden Rasenstücke bereits kartiert, möchte nun das dritte Stück dazufügen, was durch diesen Gehweg ja doch getrennt ist. Hierzu füge ich zur bestehenden Karte einfach eine neue Area, ein neues Teilstück dazu und fahre den Roboter über den manuellen Modus einfach auf die nächste Rasenfläche und starte dann dort wieder ganz normal die automatische Kartierung. Den Weg, den ich nun manuell dort rüber nehme, also den ich steuere, das wird auch der Weg sein, den der Roboter zukünftig fährt. Ihr solltet also auf jeden Fall die Route, die er fährt, mit Bedacht wählen, eben dort lang, wo später mal keine Hindernisse oder irgendwelche störenden Gegenstände sein könnten. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die wichtigsten Funktionen in der App. Direkt auf der Startseite kann ich den Roboter direkt zum automatischen Mähen starten oder ich wähle einzelne Zonen aus, die er mähen soll. Die Kanten kann ich auch individuell auswählen oder auch abwählen. Rechts daneben befindet sich der Zeitplan. Hier kann ich individuelle Zeiten festlegen, zu denen der Roboter fahren soll. Sollte der Mäher einmal durch zum Beispiel Regen seine Mähaufgabe unterbrechen müssen, setzt er diese dann mit dem nächsten Durchgang automatisch an der entsprechenden Stelle fort. In den Einstellungen oben rechts habt ihr die Übersicht über das Protokoll, die Mäheinstellungen und noch weitere Daten. Besonders wichtig sind hier die Mäheinstellungen und dieses Menü wurde etwas aufgeräumt. Ich kann direkt die Effizienz des Roboters festlegen und für jeden einzelnen Bereich individuell den Winkel, die Schnitthöhe, die Kantenhöhe oder auch die Hinderniserkennung aktivieren. Die Mährichtung sollte idealerweise immer rechtwinklig zur Rasenfläche ausgerichtet werden, denn so verhindert man Diagonalen, die besonders am Rand schwierig zu schneiden sind. Die Mähgeschwindigkeit kann ich ebenfalls festlegen. Die Mähhöhe kann ich ganz bequem in der App einstellen. Über den Schieberegler kann ich zwischen 30 und 80 mm wählen. Im Vermeidungsmodus legt ihr die Höhe möglicher Hindernisse fest, die der Roboter erkennen und dennoch überfahren soll. Übrigens, die Mährichtung ändert der Roboter mit der unteren Einstellung jede Woche automatisch. Besonders spannend ist der Kantenmodus. Ich kann zum einen die Kante an sich, also den Perimeter, markieren. Das habe ich hier bereits gemacht. Über eine normale Finger- und Gestensteuerung kann ich die Bereiche festlegen, die als Kante dienen soll. Darüber hinaus kann ich auch Grenzen markieren. Ich habe alle meine Außengrenzen als Perimetergrenzen festgelegt. Auf diese Weise kommt der Trimmer auf allen Rändern zum Einsatz. Weiter unten habt ihr noch den Regensensor und auch den Tierschutz. Ganz oben neben der Live-Ansicht habt ihr noch den 3D-Modus für die LiDAR-Karte. Hier könnt ihr euch anschauen, welche Karte der Roboter erstellt hat und auf deren Basis er dann später euren Rasen mähen wird. Ich habe den Kantenmodus am Ecovex O1200 eingerichtet und er fährt die Kanten auch wirklich sehr, sehr schön, sehr genau ab. Von der Lautstärke her ist der Roboter extrem leise. Wenn denn nicht der Trimmer anspringt, der ist nämlich extrem laut. Der Trimmer fährt jetzt genau auf der Kante entlang. Ihr seht es hoffentlich unten, dieses kleine blaue Teil, und mäht die Kanten ab. Sobald ich mich zu nah am Trimmer befinde, schaltet er diesen automatisch wieder ab. Der normale Mähvorgang geht aber weiter. Man hört ganz leise noch die rotierende Messerscheibe. Und nach einer gewissen Weile springt der Trimmer wieder an und macht dort weiter, wo er eben gerade ist, mit der Randbearbeitung. Der Kantentrimmer, der hat richtig Bums. Also mit dem Finger möchte ich da auf keinen Fall reinkommen, obwohl er schaltet ja automatisch ab. Hier direkt am Gewächshaus könnt ihr mal sehen, er hat jetzt nicht alle Grasbüschel beim ersten Mal mitgenommen, aber hier das Gras komplett runter getrimmt. Da ist nur noch die Grasschnipsel da. Ich gehe davon aus, dass er beim zweiten, dritten Durchgang eben auch den Rest mitnehmen wird. Und ihr hört es, der Trimmer ist aktiv. Der ist wirklich sehr, sehr laut. Aber er mäht hier schön akkurat an dieser Kante entlang, auch ein wenig in das Unterholz meiner Hecke hinein, um die großen Stängel, das große Gras, was hier rauswächst, ja, mitnehmen zu können. Da musste ich bisher immer mit dem Trimmer nochmal nachhelfen. Das macht der Roboter hier nun komplett autark, komplett automatisch. Gefällt mir. Übrigens,
Die Ränder habe ich bisher noch nicht nachbearbeitet. Das ist alles noch die Autokartierung. Mit dem LiDAR-Modus ist die tatsächlich extrem genau. Er weiß genau, wie weit er an die Hecke ranfahren kann. Trotz dessen hier schon der Mulch liegt, nimmt er wirklich nur den grünen Bereich. Doch wie sieht es nun aus, wenn ihr an der Seite eine Mauer habt, wenn ihr Kantensteine habt oder wie ich diese Bretter? Ihr hört es, der Roboter kennt ja keine Gnade. Er geht gnadenlos auf das Brett drauf und senzt hier das Gras alles weg. Die Randsteine, die ihr hier habt, die sollten das natürlich aushalten. Der Trimmerfaden ist sehr stabil. Der hat hier ein paar Spuren auch hinterlassen auf meinem BBC-Holz. Also ganz so sorgsam geht das Gerät nicht um mit eurer Einfriedung. Manchmal geht es aber auch um die kleinen Sachen, die so ein Rasenmäherroboter können muss. Zum Beispiel auch über die Abdeckplatten der Rasenbewässerungsanlage zu fahren. Hier unten ist meine Ventilbox mit den Ventilen für die Rasenbewässerung und andere Mähroboter tun sich damit schwer. Die erkennen da ein Hindernis und fahren da einfach nicht drüber. Der Ecovex ist drüber gefahren, er ist auch hinten schon drüber gefahren, also das funktioniert auf jeden Fall. Ein dicker Pluspunkt dafür, denn in dem Zusammenhang muss ich die Bereiche um diese Deckel nicht mehr von Hand nachtrimmen, sondern das macht der Mähroboter ganz alleine. Das finde ich wirklich gut. Werfen wir noch kurz einen Blick unter das Gehäuse. Die Drehscheibe des Roboters ist, denke ich, selbsterklärend. Viel, viel spannender ist ja dieser Trimmer hier an der Seite. In der Parkposition wird er nach oben gehebelt und im laufenden Betrieb klappt diese Einheit nach unten und trimmt dann selbstständig die Kanten. Das Modul hier lässt sich austauschen. Mit einer Schraube ist es befestigt. Diesen blauen Ring inklusive einer Ersatzspule könnt ihr für ungefähr 15 € das Stück direkt nachkaufen. Im Doppelpack für 30 € gibt es dann sogar diese Seitenbürste mit dazu. Wenn ihr wissen wollt, wo das herkommt, schaut mal unter das Video in die Beschreibung. Dort packe ich euch die entsprechenden Links mit rein. Wie ist eure Meinung? Schreibt mir gerne mal einen Kommentar dazu. Der Ecovex Goat O1200 LiDAR Pro zieht hier souverän seine Bahnen. Einmal hin und einmal her, in perfekter U-Form schneidet er das Gras akkurat auf der eingestellten Höhe ab. Auch die Ränder sind nicht zu verachten und das, obwohl ich sie nicht in der Karte nachbearbeitet habe, sondern den Roboter ausschließlich über die Automatikfunktion meine 3 Rasenflächen habe kartieren lassen. Das Ergebnis, denke ich, lässt sich durchaus sehen. Die Schwachstellen, die ich erkannt habe, waren die Ecken. Insbesondere 90 Grad Innenecken fährt er nicht über die Kante aus, sondern eben über einen Halbkreis und lässt dort am Rand etwas stehen. Dort hilft leider auch nicht die Trimmerfunktion. Wo die Trimmerfunktion aber auf jeden Fall hilft, ist im Bereich der Kanten. Egal, ob der Roboter akkurat die Kanten erkannt hat, egal, ob ihr dort Hauswände habt oder Borden, die dort nach oben stehen, die der Mähroboter nicht überfahren kann. Der Trimmer macht dort alles platt. Er säubert akkurat den Rasen, er schneidet auf die richtige Höhe herunter. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Die Lautstärke ist so ein Thema für sich. Der Roboter im normalen Modus ist kaum zu hören. Sobald der Trimmer aktiv wird, bekommt ihr gegebenenfalls Ärger, wenn ihr ihn bei Nacht oder eben am Wochenende laufen lasst. Das solltet ihr in eurer Zeitplanung auf jeden Fall berücksichtigen. Ihr schreibt mir jetzt einfach mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Gerät? Was haltet ihr von dieser Technik, die den Trimmer mit einem Mähroboter kombiniert? Ist das die Zukunft oder ist das einfach nur ein Gimmick, ein Schnickschnack? Wenn ihr wissen wollt, was das Gerät noch kann, wenn ihr wissen wollt, was das Teil überhaupt kostet und wenn ihr wissen wollt, was an Zubehör insgesamt noch möglich ist, dann schaut gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch weitere Informationen, technische Details und Spezifikationen. Wenn ihr mögt, schaut einfach mal rein und macht euch selber ein Bild von dem Gerät. Wenn euch mein Video was gebracht hat, euch weitergeholfen hat, vergesst nicht, mir den Daumen nach oben zu geben, teilt mein Video gerne weiter und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch die neuen Videos von den anderen Mährobotern nicht zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare und sage ciao, bis zum nächsten Video.